dass die Erde ihre Schwingung erhöht, aber für manche ist es nicht sichtbar. Die sagen, ja, die Erde, da ist doch so viel Zerstörung und so viel Leid und so viel, ja, überall so viel Angst und niedrig schwingendes. Wie ist das zu erklären? Also wie passt das zusammen? Also wenn man energetisch schaut, dann sieht man das schon. Und ich glaube physisch, auch wenn es im Kleinen ist, aber ich finde, da sieht man das auch schon. Weil es gibt ja überall Menschen, die zusammenkommen und zusammen was Neues machen. Und das ist zwar nicht im Großen, aber im Kleinen sieht man das schon. Also vor 100 Jahren war das ja noch nicht so. Wenn man das heute mit vor 100 oder vor 200 Jahren vergleicht, dann sieht man schon, dass mehr Bewusstsein hierher gekommen ist. Auch wenn es halt mehr im Kleinen ist und nicht im physischen System, wo wir halt drin leben. Aber ich denke, das System, was wir ja gerade haben, das ist ja sowieso nicht für die höhere Schwingung da. Also das passt da ja gar nicht rein. Ja, da passt auch eine Frage dazu, die uns auch im Vorfeld schon zugeschickt worden ist, nämlich muss es auf der Erde zuerst eine Befreiung geben von bestimmten Wesen, damit überhaupt Friede entstehen kann oder zum Beispiel auch die freie Energie überhaupt kommen kann. Wenn du jetzt sagst, gewisse Dinge, die passen jetzt einfach nicht in das System rein. Also wie kann das gehen aus deiner Sicht? Also das Erste ist ja, dass energetisch ja schon einiges schon gereinigt ist, was früher noch da war. Also an dunklen Dingen. Und von dem her braucht es schon sowas wie eine Befreiung. Aber energetisch ist das ja teilweise schon. Also vor 50 Jahren war das ja noch energetisch viel schlimmer. Ich finde es ganz spannend, dass du das sagst. Vor 50 Jahren war es energetisch noch viel schlimmer, aber viele haben das Gefühl, ja, vor 50 Jahren war die Erde doch noch, ach, da war doch noch alles viel besser und viel einfacher und viel. Und jetzt, also ich finde, wenn ich zurückdenke, finde ich jetzt die Energie extrem dicht und schwer und ja, das geht sicher vielen so. Das ist ja, also es gibt ja verschiedene Ebenen und wenn jetzt, also die Wesen, die hier auf der Erde sind, die diese dunklen Dinge halten, die hatten ja früher von den Wesen außerhalb der Erde ja Unterstützung. Und die sind ja nicht mehr da. Also sind die ja wie ihre Führung oder was das ist, haben die ja nicht mehr. Aber wir hier auf der Erde, wir bemerken davon ja zuerst mal gar nichts, weil dann die Wesen, die hier noch auf der Erde sind, die sind ja nicht so gemacht, dass sie dann sagen, okay, dann verlassen wir die Erde und dann ist alles gut. Und darum verdichtet sich ja auf der Erde alles so zusammen, weil es auf der einen Seite halt die Wesen gibt, die die neue Energie gar nicht wollen und halt einfach dagegen halten und die Menschen, die halt offen dafür sind, auch irgendwie da mitziehen wollen. Und wenn
höhere Schwingung auf die Erde kommt, dann wirbelt das halt auch viel auf. Also das, was ich vor der Pause gesagt habe, dass ja dann auch die Themen hochkommen, die noch nicht gelöst sind. Und wenn die Menschen sich das dann immer gegenseitig aufeinander projizieren, dann wird ja gar nichts gelöst, sondern es geht einfach so hin und her. Und dann entsteht ja auch Chaos draus. Okay, die Frage kam auch noch jetzt in der Pause auf mich zu. Du sprichst von Erwachen und sehr viele sprechen von Erwachen. Und was bedeutet denn dieses Erwachen genau? Also es wird immer so in den Raum gestellt, ja, die Leute möchten erwachen oder sollen wach werden, aber was ist das eigentlich alles? Ich weiß, du hast da auch schon drüber gesprochen, aber es sind ja jetzt viele, die hören dich heute zum ersten Mal. Möchtest du darüber auch noch was sagen? Für mich ist Erwachen, dass sich das Bewusstsein mir öffnet. Und Erwachen ist ja meistens so schrittweise. Bei den meisten ist das ja nicht dieser eine Moment und dann sind sie ganz aufgewacht. Es gibt ja auch Ausnahmen, aber meistens ist das ja so schrittweise. Und darum, also wenn jemand mehr aufwacht, dann ist das ein Prozess. Also das ist nicht unbedingt so dieser eine Tag und dann ist jemand ganz wach. Wenn wir ja bewusster werden, dann erhöht sich ja unsere Schwingung. Und unser Körper und unser Energiesystem muss sich ja daran auch anpassen. Und wenn das von 0 auf 100 einfach gleich alles wäre, dann würde man ja da gar nicht hinterherkommen. Darum finde ich, ist Aufwachen mehr ein Prozess und nicht irgendwie so eine Sekunde und dann ist alles da. Vielleicht gibt es auch Ausnahmen, aber ich denke, bei den meisten Menschen ist das so ein Prozess. Ja, hier ist noch eine Frage, die passt da genau schön rein. Ein Mensch, der mehr und mehr aufwacht, was tut der dann anderes mit der Zeit hier auf der Erde, als einer, der noch im Schlafzustand ist? Also tut der dasselbe wie vorher, ist sich nur dessen bewusst, oder gibt es für diesen Weg im Erwachen was ganz Typisches, was der Mensch dann vielleicht nicht mehr tut oder was er erst dann tut? Jeder hat ja ein bisschen ein anderes Leben und einen anderen Weg. Und jeder hat ja auch eine eigene Art, wie er sein Licht auf die Erde bringt. Und ich denke, das, was so gleich ist bei allen, dass ja dann also die Verbindung zur Seele mehr da ist und halt die Liebe. Und das ist ja eigentlich das, um was es am Ende geht. Also bei allem, was wir lernen, geht es ja am Schluss nur um die Liebe. Und auch all das, was auf der Welt irgendwie seltsam ist, das ist ja auch nur sehr so seltsam, weil die Liebe fehlt. Wenn jeder Mensch genug Liebe in sich hätte, dann wäre die Welt ja ganz automatisch anders. Weil das, was wir in uns haben, an Gefühlen und an Gedanken, so handeln wir ja auch. Und wenn wir mehr aufwachen und mehr Liebe bei uns ist, dann geben wir das ja auch mit nach außen.
Also das, was wir in uns haben, das ist ja nicht nur in uns, das geben wir ja auch hinaus. Wäre es ja ganz normal, dass Menschen diese Liebe in sich hätten. Das gehört ja zu dem Menschen. Dina, und du bist eine von denen, die das so, also ich spüre das immer so, wenn ich mit dir hier sitze, wie du die Menschen berührst. Und ihr sitzt ja auch alle hier nur, weil ihr das ja wisst irgendwo, sonst wärt ihr überhaupt nicht hier, sonst wärt ihr jetzt auf einem Strandspaziergang oder sonst irgendwo, aber nicht hier. Und ja, danke Christina für dein Hiersein. Ich freue mich immer so, wenn ich das fühlen darf. Und ja, wollen wir mal die